Hallo zusammen, wir schauen uns heute am Passat B6 an, wie man das Dachmodul ausbaut, um an die Innenraumleuchten dran zu kommen und diese auszutauschen. Dafür müssen wir im ersten Schritt an dieser Stelle und an dieser Stelle die Rastnasen vom Sonnenbrillenfach nach hinten drücken und gleichzeitig das ganze Fach etwas nach unten ziehen. Wir sehen gleich, bei mir im Video dauert das minimal länger als üblich. Bei euch wird es deutlich schneller gehen. Da sieht man auch den Grund dafür. Ich hatte nur eine Plastikrakel da gerade zur Verfügung und die ist halt nicht so dafür geeignet, wie zum Beispiel so ein eingeblendetes Set. Das ist auch in der Beschreibung verlinkt, kann ich jedem empfehlen. Das braucht man so ziemlich für jede Arbeit im Innenraum mit irgendwelchen geklipsten Kunststoffteilen, damit man die ohne zu beschädigen entfernt. So, jetzt ist es aber auch draußen bei mir. Genau, hier nochmal an der Stelle gezeigt. Diese Kunststoffnasen waren gemeint. Die müssen nach hinten gedrückt werden und gleichzeitig das Fach nach unten rausgezogen. Dann kommen wir nämlich schon an die Schrauben, die einmal an der und an der Stelle sind. Wenn dann beide Schrauben gelöst sind, kann man hier vorne eine Abdeckung abmachen. Ja, man sieht es hier, drücke ich sie gerade runter. Die wird quasi an der Vorderseite an zwei Nasen ebenfalls gelöst und dann so rausgekippt quasi, wie man es im Video gerade gesehen hat. Dann kommt man nämlich an die beiden gezeigten Schrauben, ebenfalls Torx-Schrauben, die dann auch einmal komplett rausschrauben. Auch hier sind wieder zwei Nasen an dieser Stelle. Eine, die nach vorne quasi Richtung Motorhaube zu drücken ist. Hier sieht man sie nochmal. Und an der anderen Seite das gleiche. Ja, und schon fliegt einem hier alles entgegen. Das heißt, jetzt sind nur noch die Stecker zu lösen. Am besten das Dachmodul auch nicht wie in meinem Fall runterfallen lassen, sondern mit der zweiten Hand, mit der ich aber die Kamera halte, festhalten. So, der blaue Stecker wird einmal so entriegelt, dass man ebenfalls hier hinten einen Bügel, einen Verriegelungsbügel nach unten drückt. Da auch der Tipp, sollte der nicht gut zu lösen sein, einfach den Bügel nach unten drücken und dann erst nach vorne schieben und dann nach hinten ziehen und nicht gleich nach hinten ziehen. Oft geht es dann so besser. Der Stecker vom Schiebedachschalter, der ist quasi nur gesteckt, also der kann rausgezogen werden. Da ist zwar auch so eine kleine Nase dran, aber die kann man nicht wirklich entriegeln. Und bei diesem Stecker ist quasi umgekehrt, da muss dieser Bügel, wo man vielleicht auch meinen könnte, der muss zusammengedrückt werden, der muss nach außen gedrückt werden, weil die Nase hier so dran ist. Genau, und deswegen muss der Bügel, hier sieht man es nochmal im Stecker, nach außen weggezogen sein. Genau, dann sind wir nämlich auch schon an der Rückseite des Dachmoduls, also hier die Vorderseite nochmal. Und hier sitzen dann die Lämpchen drin, das ist dann mit der einfachste Schritt. Die werden einfach nur durch eine Drehbewegung rausgenommen. Ja, also man sieht, manchmal geht es ein bisschen streng. Ich hatte hier aber auch nur eine Hand zur Verfügung. Und dann kann man die Standardlampen rausnehmen und zum Beispiel entweder wenn es defekt sind ersetzen oder durch LED-Beleuchtung ersetzen, falls gewünscht. So, und wieder reingedreht.
Genau, das war's in dem Video und bis zum nächsten Mal.